Es gibt neue Leaks und so langsam, da ist es relativ wahrscheinlich, dass wir in diesem Frühjahr beziehungsweise, ich sag mal in diesem Sommer, den Nachfolger der bewährten ZV-E10 in der Hand halten sollen. Und zwar die ZV-E10 Mark II. Was die neue Kamera von Sony so alles können soll, wie sie sich preislich aufstellt und was du alles mit ihr machen kannst, das erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Spaß beim Anschauen. Jetzt wird es also amtlich, so nach knapp 3 Jahren gibt es ein Upgrade der ZV-E10 und zwar die jetzt erhältliche Version der Kamera. Die ist natürlich immer noch ein Bestseller bei Amazon und das Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt heutzutage kaum noch jemand hin. Sie ist immer noch gut, sie ist immer noch super und aktuell liegt die Kamera, ich habe mal geguckt bei Amazon, inklusive des 16 bis 50 mm Objektivs bei 630 €, was ein absoluter Lacher ist für die Qualität, was die Kamera bietet und für die Funktion. Und die Funktionen sind natürlich unvergleichbar. Wechseloptik, 4K 30 FPS, Hintergrundunschärfe, Mikrofone, die richtig gut sind, wenn man diese zum Vloggen benutzt und so weiter und so fort. Aber der Markt für Vlogging-Kameras ist natürlich gewachsen und die Ansprüche, die werden dann natürlich auch höher. Wir wissen selber, wir sind die Kreativen, denn die Konkurrenz, die schläft natürlich auch nicht. Aber Sony will hier wieder natürlich die Führung übernehmen. Also schauen wir uns mal die aktuellen Leaks der ZV-E10 II von Sony an. Ich denke mal, vom Kamerabody wird es nicht allzu viel Änderungen geben. Ich denke mal, dass so das eine oder andere Kamerarädchen bzw. die eine oder andere Bedienungstaste noch dazu kommt. Aber an sich werden natürlich die altbewährten Knöpfe und Regler erhalten bleiben. Ich vermute, dass das Wahlrad oder der Schalter ähnlich wie bei der ZV-E1 für Video, Foto und S&Q-Modus mit dazu kommt, um hier umzuschalten und im Menü natürlich gleichzeitig die Einstellung beizubehalten. Weiterhin glaube ich natürlich auch, dass die Zoom-Wippe für Sonys Zoom-Objektive ebenfalls wie bei der ZV-E1 oder bei der FX30 erhalten bleibt, so dass man die Zoom-Objektive immer noch mit dem Rädchen oben ansteuern kann. Beim Sender und AI-Funktion, da sieht die Sache dann natürlich schon ganz anders aus. Es wird gemunkelt, dass die neue ZV-E10 Mark II den 26 Megapixel APS-C-Sensor aus der A6700, die natürlich auch erst voriges Jahr veröffentlicht wurde, mit reinbekommt und natürlich auch somit die AI-Funktion. Auch Sonys Bions XR Bildprozessor wandert natürlich mit in die neue Kamera, was bedeutet, dass man dann wirkliche Highlights erwarten kann. Zum Beispiel eine ISO von 100 bis 32.000, 10-Bit Farbtiefe, 422 Farbsampling und einen verbesserten Autofokus. Und wenn wir schon vom verbesserten Autofokus reden, dann ist der natürlich so gut, dass der auch Tiere, Autos, Züge, Flugzeuge und Menschen erkennen kann. Außerdem denke ich, im Videobereich wird 4K 30 und 4K 60 FPS ohne Crop kommen. Ob Sony dann der neuen ZV-E10 II auch die 4K 120 FPS spendiert, wie sie in der A6700 vorhanden sind, zwar mit Crop, das weiß man noch nicht. Und wenn die ganz neuen Funktionen aus der A6700 bzw. aus der ZV-E1 schon teilweise mit übernommen werden in die neue ZV-E10 Mark II, dann sind natürlich auch die Farbprofile mit dabei, wie S-Log oder Cinetone. Verschiedene Software-Spielereien werden natürlich dann auch von der ZV-E1 mit übernommen, die zum Vlogging-Leben passen. Ich sag mal, das ist schon ein ganzer Batzen an Funktionen, wenn man bedenkt, dass die jetzige ZV-E10 natürlich mit 8-Bit die Videos dreht, aber für den jetzigen Preis ist natürlich auch völlig verständlich und im Preis-Leistungs-Verhältnis total okay. Und da kann man sich auch, so denke ich, sicher sein, dass die ZV-E10 Mark II auch wieder auf die Videokreativen ausgerichtet sein wird. Das heißt, im Gegensatz zur neuen A6700 wird natürlich kein Sucher an Bord sein, aber dafür soll sich das Display an der Kamera wirklich grundlegend ändern. Ähnlich wie bei der A6700 soll es jetzt etwas größer sein und sogar Touch-Funktionen besitzen, ähnlich wie bei der Sony ZV-E1 oder wie gesagt bei der A6700 ist es dann möglich, seine ISO, seine Aufnahme und natürlich auch noch verschiedene andere Einstellungen über Touch direkt am Display einzustellen.
So gibt es natürlich dann einen kleinen Vorteil, denn du musst nicht immer wieder zurück ins Menü, wenn du jetzt einige Einstellungen verändern möchtest. Die Bildauflösung des Displays, die soll wie bei der A6700 natürlich 1 Million Bildpunkte haben. Vom Akku her soll sie natürlich auch nicht kleckern, nein, die soll klotzen. Und es wird gemunkelt, dass sie natürlich die gleichen ZV100 Akkus besitzt wie auch die A6700 oder die ZVE1, die natürlich durchaus knapp 1,5 Stunden beim Filmen durchhalten können. Wäre natürlich ein Highlight, aber es gibt natürlich noch mehr Highlights, denn auch im Speicherkartensektor wird sich wahrscheinlich eine Menge ändern. Es wird wieder einen Speicherkartenslot geben, davon bin ich definitiv überzeugt, und nicht 2 Speicherkartenslots wie bei den großen Kameras. Aber dieser Speicherkartenslot, der wird wahrscheinlich UHS 2 fähig sein, das heißt, er lässt auch die schnellen Speicherkarten zu, weil wenn schon die AI mit reinkommt und neue Bildprofile und schnellere Aufnahmefunktionen, und natürlich auch ein anderer Sensor, dann muss das natürlich angeglichen werden und wir werden in höheren Geschwindigkeiten aufnehmen können mit UHS 2 SD-Karten. Kommen wir mal zu den Anschlüssen und da denke ich, da wird sich natürlich auch USB-C definitiv etablieren in Sachen Stromversorgung und natürlich auch in Sachen Streaming. Ansonsten gibt es natürlich dann einen Mikrofonanschluss, einen Kopfhöreranschluss und dann Micro HDMI wird es natürlich, denke ich, auch wieder werden, weil bei der A6700 hat man natürlich Micro HDMI mit eingebaut. Das ist der kleine HDMI-Anschluss. Denn viel passt natürlich in so ein kleines Gehäuse nicht mehr rein und ich denke, da werden wir keinen vollwertigen HDMI-Anschluss sehen. Das wird dann auf Micro HDMI hinauslaufen. Kommen wir mal zur Bildstabilisierung und da denke ich, da wird Sony etwas einsparen. Jetzt bei der A6700, da gibt es natürlich eine aktive Bildstabilisierung direkt am Sensor dran und ich denke mal, das wird Sony bei der ZV-E10 Mark II softwarebedingt bzw. objektivbedingt natürlich zulassen, aber eine aktive Bildstabilisierung, wie es jetzt bei der A6700 ist, mit 5 Stabilisierungspunkten am Sensor, denke ich, da werden sie sparen, weil man muss sich mal überlegen, man kann natürlich nicht alles in eine neue Kamera einbauen, die dann noch günstiger machen. Wer kauft denn dann noch die A6700? Das wird relativ schwierig. Ein Thema, auf das ich mich freuen würde, ist natürlich dann, kommt 4K 120 FPS in so eine günstige Kamera oder werden sie es dann immer noch den größeren bzw. als letzten Favoriten der A6700 als Spezialfeature lassen? Das werden wir natürlich sehen und wenn wir schon bei den Einstellungen durch sind, kommen wir jetzt natürlich zum Preis und es wird vermutet, dass die ZV-E10 Mark II so in etwa um die 900 € Only Body liegen wird. Zusammen mit dem Kit-Objektiv, was wir jetzt auch schon kennen, 16 bis 50 mm, wird das Ganze ca. 1100 € kosten. Was natürlich für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch absolut fair ist, weil da gibt es dann in diesem Bereich kaum eine Konkurrenz, die wirklich alle diese Funktionen besitzt. Und ich glaube mich recht zu erinnern, dass damals die ZV-E10 für 750 bzw. 850 € Only Body erhältlich war und Sony natürlich dann immer noch Zubehör günstig dazugegeben hat, wie die Mikrofone, wie zum Beispiel auch den Vlogging-Griff oder andere Geschichten. Aber was da sozusagen jetzt noch direkt am Zubehör dazukommt, das werden wir dann direkt sehen. Natürlich wird auch der Fotoschuh wieder intelligent sein, das habe ich ganz vergessen, dass man da sozusagen Sonys Produkte direkt aufstecken kann, ohne ein Kabel zu benutzen. Das denke ich auch, dass das kommen wird, aber wie gesagt, irgendwo muss man ja einsparen, wenn man jetzt überlegt, dass die neue A6700 so circa 1700 € kostet, Only Body, also bei Sony auf der Webseite, wenn ich jetzt gesehen habe, bei Amazon kostet die 1,5, dann wird sich das natürlich preislich angleichen. Also ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit für die 1100 € bzw. 900 € Body Only, die wird schon gegeben sein, aber man muss natürlich auch einige Sachen rauskürzen, weil sonst die A6700 ja komplett fehl am Platz ist. Das Einzige, was die dann noch als Vorteil hätte, wenn man alles mit reinpacken würde, wäre der Sucher und ich denke, da wird Sony noch ein bisschen sparen an der Bildstabilisierung, an den 4K 120 FPS und vielleicht nochmal auch an ein paar AI-Einstellungen, die die Großen haben. Aber wir werden es alles sehen. Im Frühjahr 2024 soll es dann soweit sein. Da sollen wir die Sony E10 Mark II in den Händen halten. Alles nur Gerüchte, was jetzt sozusagen im Netz verstreut ist. Das habe ich euch jetzt zusammengetragen in diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen mitnehmen. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.